Danke, Gary. Sie hören Search the Scriptures Daily, ein Programm, in dem wir jeden ermutigen, der Gottes Wahrheit kennen möchte, in Gottes Wort nach allem zu suchen, was für die Errettung und dafür wesentlich ist, sein Leben so zu führen, dass es ihm gefällt. Wir möchten Sie zu unserer Reihe willkommen heißen, die sich mit der Religion des Yoga befasst und mit den Versuchen, diese Religion mit dem Christentum zu integrieren. Dave, ich kann da draußen gerade jetzt schon einige Einwände hören. Was meinst du, die Religion des Yoga? Du weißt nicht, wovon du redest. Komm schon, ich nehme gerade Kurse in meiner Baptistenkirche, direkt im Keller, und ganz sicher würde unser Pastor nicht zulassen, dass irgendeine falsche Religion in seiner Kirche gelehrt wird. Nun, Leute, es ist eine heidnische Religion, und genau das erklären wir seit den letzten Wochen. Wenn Sie die Dokumentation zu dem, worüber wir sprechen werden, nachprüfen möchten, wird Gary Ihnen später in der Sendung sagen, wie Sie ein Exemplar von Yoga and the Body of Christ von Dave Hunt bestellen können. Untertitel What Position Should Christians Hold? Dave, lass mich dir mal eine Analogie vorlegen, okay? Und schauen, ob sie etwas Licht auf die religiöse Verbindung zwischen Yoga und Religion wirft. Du kennst meinen Hintergrund als römisch-katholisch. 30 Jahre römisch-katholisch. Was wäre nun, wenn ich ein Fitnessprogramm starten würde, an dem du teilnehmen sollst? Und ich nenne es Catholicizing. Nun, das würde bei dir vielleicht eine Augenbraue hochgehen lassen. Aber was, wenn ich dir sage, dass ich die Religion von den körperlichen Aspekten getrennt habe? Also sollst du dir keine Sorgen machen. Und einige der Übungen, die ich dich machen ließe, würden Kniefälle beinhalten und das Kreuzzeichen. Und dann würde ich irgendeine Art von Fingerfertigkeitsübung hinzufügen, bei der man eine Perlenkette durch die Finger laufen lässt, okay? Während man dabei vielleicht ein Gebet zu Maria oder so etwas wiederholt. Oder nicht einmal ein Gebet, vielleicht irgendeine Art Mantra und so weiter. Sag einfach Maria, immer wieder. Ja. Nun, wärst du misstrauisch, dass mein Catholicizing-Programm vielleicht doch etwas mit dem römischen Katholizismus zu tun haben könnte? Nun, Tom, ich glaube, ich könnte das tatsächlich vermuten. Dave, ist das eine Analogie zu dem, was mit Yoga passiert? Ja, das ist eine sehr gute Analogie. Aber Tom, das Kapitel, in das du heute einsteigen wolltest, Kapitel 3, da sind wir noch nicht sehr weit gekommen. Es ist ein kleines Buch, was bei mir selten ist, aber dieses Kapitel ist 10-mal so viel wert wie der Preis des Buches. Es ist ein unglaubliches Kapitel. Nun, schon der Titel allein, Dave, The Aquarian Conspiracy. Ich meine, das klingt wie etwas, das ein Rückgriff auf das Zeitalter des Wassermanns ist. Was es auch ist, was du erklären wirst. Aber darin machst du eine ganze Dose voller Würmer auf. Nein, du machst eine ganze Dose voller Vipern auf. Du verbindest Yoga mit gefährlicher Energie, geistlicher Energie, mit veränderten Bewusstseinszuständen, mit Drogen, mit dem Okkulten, mit Kommunikation mit Geistwesen und so weiter. Und du behandelst ganz sicher alle Zutaten einer Verschwörung, von der du glaubst, dass sie mit der erstaunlichen Popularität von Yoga zu tun hat. Also, wie passt das alles zusammen? Nun, Tom, es ist eine Verschwörung und ich denke mir das nicht aus. Du kennst mich lange genug, um zu wissen, dass ich kein Verschwörungsfan bin. Und ich halte mich davon eher fern. Richtig. Aber wir werden dazu kommen. Ich zitiere aus einem Dokument, ich habe gerade im Internet geschaut und ich habe die Website vergessen. Aber wer auch immer es war, sagte, wow, ich bin total begeistert. Ich habe gerade eine PDF-Kopie von Changing Images of Man bekommen. Und ich wollte das seit Jahren. Nun, ich habe es seit mindestens 30 Jahren. Es wurde 1974 geschrieben. Und ich will da jetzt nicht gleich hineinspringen, Tom. Aber das war eine Gruppe von Wissenschaftlern, Psychologen am SRI, dem Stanford Research Institute. Sie machten eine Studie am Computer, Alternate Forms of the Future of Mankind. Und wie wird die Menschheit überleben? Sie kamen zu dem Schluss, dass es nicht gehen würde, ohne psychische Kräfte zu entwickeln, nicht körperliche Kräfte. Und die nächste Frage war, wie machen wir das, ohne dass es jeder merkt? Ein Teil davon sollte über Drogen laufen. Ich spreche über die CIA,
Sie haben unsere Universitäten mit LSD überschwemmt, und ich spreche hier über eine Reihe anderer Personen. Aber Changing Images of Men, die ganze Idee war, wie können wir den westlichen Menschen von einem wissenschaftlich, logisch orientiert denkenden Menschen in einen östlichen Mystiker verwandeln, der bereit ist, sich nach Erfahrungen zu richten. Und dann können wir diese Erfahrungen lenken. Ja, mit Erfahrungen meinst du Gefühle. Richtig, aber mehr als Gefühle, Tom. Denn unter LSD hatten sie echte Erfahrungen in der Geisterwelt. Hier ist ein Zitat von einem anderen beteiligten Wissenschaftler. Nicht aus dieser Studie. Er sagt, in der Organisation einer Zivilisation der Zukunft erwarten wir, dass der individualistisch orientierte Mensch zu einem Anachronismus wird. Er wird als Bedrohung für die Gruppenorganisation angesehen werden, ebenso wie für seine Mitmenschen. Daher wird er aller Wahrscheinlichkeit nach nur wenige individuelle Erwartungen haben. Und sie sagen weiter, es wird eine kontrollierte Gesellschaft geben. Aber wie willst du Menschen kontrollieren? Du musst die Art, wie sie denken und ihre ganze Ausrichtung verändern. Nun, wir eröffnen das Kapitel mit einem Yogalehrer in Japan, der Yoga in Japan eingeführt hat, namens Ken Hawakuma. Und er ist verärgert, weil jetzt viele andere Leute Yoga unterrichten. Aber sie verstehen den eigentlichen Zweck nicht. Es geht darum, eine Kraft zu entwickeln. Es geht darum, in einen Bewusstseinszustand zu kommen, in dem man an gewisse psychische Kräfte andockt. Und Tom, du warst doch im Judo aktiv, im Judo-Team, oder? Richtig. Ohio State. Ja. Dave, lass mich dazu nur etwas hinzufügen. Als du Japan erwähnt hast und über geistliche Energie sprichst, ob es nun höhere Formen von Judo sind, ziemlich physiologisch bis zu einem gewissen Punkt. Aber wir hatten Ausbilder vom Kodekon, die den 10. Dan hatten, und sie alle entwickelten die Ki-Energie. Das ist die geistliche Energie. Weißt du, das Gi oder Ki, jetzt verbreitet in Aikido und einigen von diesen. Also kann ich verstehen, warum jemand, der Yoga lehrt, den geistlichen Wert erkennt, den Energiewert, und dann sieht, wie Leute kommen, die das nicht verstehen, weil, wie er erwähnt und wie du im Buch erwähnst, Yoga in Japan durch die Decke ging. Jeder wollte es machen. Richtig, aber es war nicht das echte Yoga, nach diesem Mann, der es verstanden hat. Okay, also dann, ich denke in dem Kapitel, Tom, das ist ein fantastisches Kapitel. Ich hatte seit dem Schreiben gar nicht mehr daran gedacht, und es ist mindestens 10-mal so viel wert wie der Preis des Buches. Ganz leicht. Nun, du hast mich überzeugt, Dave. Ich meine, ich gehe da genauso durch wie du. Wir sind es natürlich durchgegangen, bevor du es geschrieben hast. Aber einige dieser Dinge wieder zu sehen und wie sie einem ins Auge springen, das ist unglaublich. Ich bringe so viele Dinge zusammen. Nun, dann lass uns als erstes einige dieser Dinge unserem Publikum vorstellen. Ja, zuerst einmal müssen wir erkennen, Materialismus ist wissenschaftlich tot. Was bedeutet das? Manche würden sagen, wovon redest du, Materialismus? Nun, es gibt eine materialistische Erklärung für alles. Als ich in der Highschool war, kann ich mich erinnern, nun, Physik würde alles erklären, einschließlich Bewusstsein. Oh, mit Physik werden wir erklären, wie das Gehirn funktioniert. Und es ist alles in den Gehirnzellen. Nein, ich zitiere Wissenschaftler, die sagen, nein, das stimmt nicht. Es gibt so etwas wie den Geist, der nicht körperlich ist. Er ist vom Gehirn getrennt. Und er programmiert das Gehirn tatsächlich. Das Gehirn ist die Hardware, aber du brauchst Software, die dieses Ding laufen lässt. Und jemand muss der Designer der Software sein. Und in einem normalen Bewusstseinszustand, ich zitiere zum Beispiel Sir John Eccles, Nobelpreisträger. Wir haben ihn schon mehrfach zitiert. Er sagt, in einem normalen Bewusstseinszustand bedient dein Geist dein Gehirn. Du kannst ein Empfinden für Wahrheit oder Gerechtigkeit oder echte Liebe, Selbstaufopferung, Moral und Ethik nicht in Begriffen von Proteinmolekülen, Gehirnzellen und der elektrischen Reaktion zwischen ihnen erklären. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Etwas anderes steuert das. Das ist die Hardware.
aber etwas anderes steht dahinter. Und wenn jemand interessiert ist, könnte er einige der Kassetten und Vorträge von Sir John Eccles bekommen. Aber er glaubt, dass er herausgefunden hat, wo der Geist die Verbindung herstellt. Das hat er durch eine Reihe von Experimenten getan, die faszinierend sind, auf die wir keine Zeit haben einzugehen. Ich zitiere eine Reihe von Wissenschaftlern in diesem Sinne. Lass mich Walter Penfield erwähnen. Ein Zitat von ihm. Er sagt, das Gehirn ist ein Computer. Offensichtlich sind das nicht exakte Worte, aber sie geben dir die Idee, sie vermitteln wirklich die Idee dessen, was er sagt. Das Gehirn ist ein Computer, programmiert von etwas außerhalb seiner selbst. Es wird von etwas Nicht-Körperlichem programmiert und wir haben keine Zeit, in die Details zu gehen. Aber es gibt keinen Zweifel, dass der Mensch ein nicht-körperliches Wesen ist. Ich glaube, eine der Personen, die ich in diesem Kapitel zitiere, die ich auch anderswo zitiert habe, ist Robert Jastrow, ein Gründer und viele Jahre Direktor des Goddard Space Institute, das Voyager und Pioneer und so weiter hinausgeschickt hat. Er ist ein Agnostiker, er glaubt an Evolution. Er sagt, wenn wir diesen Kreaturen begegnen, denn das ist ihr Ziel, irgendwie diesen Außerirdischen zu begegnen. Tom, vielleicht erinnerst du dich, vielleicht auch nicht. Ich war einer der Redner auf einer Konferenz in Washington, D.C., gesponsert von einer Regierungsstelle und von anderen Stiftungen und so weiter. Und es ging nur darum, was werden wir tun, wenn wir Kontakt mit diesem Wesen aufnehmen? Wie sind die überhaupt an dich geraten? Das ist das, was uns alle schockiert hat. Wie bist du dort gelandet, wo doch deine Botschaft diametral allem entgegenstand, worum es ihnen ging? Nun, ihnen gefiel meine Botschaft nicht. Aber trotzdem haben sie mich in diesem Teil des Buches der Papiere veröffentlicht. Es lag an meinem Buch Mind Invaders. Ich war der Autor. Und da steht ziemlich viel über Gedankenkräfte und UFOs drin. Ich gebe dir in diesem Ding eine neue Sicht auf UFOs, an die du vielleicht nie gedacht hast. Ich spreche jetzt zu unseren Zuhörern da draußen. Ich weiß, ein Freund von uns, ein gemeinsamer Freund, er ist ein Spitzenwissenschaftler. Und er sagte, seine Frau fand ihn um 5 Uhr morgens am Küchentisch. Immer noch am Lesen. Er konnte es nicht weglegen. Jedenfalls, wegen dem, was ich über Kontakt zu Entitäten und UFOs in dem Buch Mind Invaders sage, war das der Grund. Das hat ihre Aufmerksamkeit erregt. Richtig. Und jedenfalls, Tom, wir müssen zuerst verstehen. Wir sind nicht nur Klumpen aus Proteinmolekülen, verdrahtet mit Nerven. Nun, wir sind nicht die einzigen Geister im Universum. Und wir dokumentieren das sehr gründlich. Aber das ist es, was diese Männer am SRI, das Stanford Research Institute, genannt wurde. Es war eine private Organisation nahe dem Campus der Stanford University. Willis Harman war der Direktor. Ich glaube, es begann vielleicht mit einer engen Verbindung zu Stanford. Und vielleicht wurde es so seltsam, dass sie einfach die Worte gestrichen und nur SRI gelassen haben. Es wurde von der Charles Kettering Foundation finanziert, also hatten sie richtig viel Geld. Nicht SRI insgesamt. Dieses Projekt, über das wir sprechen, Changing Images of Man. Und dabei ging es darum, wie können wir das machen? Okay? Nun, wie werden wir das einführen, ohne dass die Leute es merken? Das sind Spitzenwissenschaftler. Sie untersuchen, wie können wir eine neue Zivilisation hervorbringen. Nun, Willis Harman wurde der Direktor von Edgar Mitchells Institute of Noetic Sciences. Wie der ehemalige Astronaut. Richtig. Und er gründete das, nachdem er von seiner Mission zum Mond zurückkam, weil er einige erstaunliche Erfahrungen hatte. Und das war ein okkulter Workshop. Wirklich, das war's, aber angeblich wissenschaftlich. Willis Harman wurde dessen Direktor. Nun, wie werden wir das der amerikanischen Öffentlichkeit vorstellen? Nun, Harman hatte eine enge Freundin, Marilyn Ferguson. Er gab ihr das Manuskript und sagte, könntest du nicht ein Buch schreiben? Könntest du das nicht dokumentieren? Und das tat sie. Es hieß The Aquarian Conspiracy. Es war damals ein Bestseller.
Und lass mich einfach, ich möchte zitieren, was sie am Anfang dieses Buches sagt. Ein großes, erschütterndes, unwiderrufliches Umschalten überkommt uns. Ein neuer Geist, eine Kehrtwende im Bewusstsein. Bewusstsein wurde das große Thema. Veränderte Bewusstseinszustände. Du hattest einen Film mit diesem Titel. Bei einer kritischen Anzahl von Individuen. Ein Netzwerk mächtig genug, um radikale Veränderung in unserer Kultur herbeizuführen. Dieses Netzwerk, die Aquarian Conspiracy, hat bereits die Köpfe, Herzen und Ressourcen einiger unserer fortschrittlichsten Denker gewonnen. Einschließlich Nobelpreisträger, Wissenschaftlern, Philosophen, Staatsmännern, Prominenten, die daran arbeiten, eine andere Art von Gesellschaft zu schaffen. Ich meine, da ist es, Tom, ganz klar, darum geht es bei der Verschwörung. Es gibt Legionen von Verschwörern. Das sind ihre Worte, nicht meine Worte. Sie sind in Konzernen, Universitäten und Krankenhäusern, in den Kollegien öffentlicher Schulen, in Fabriken und Arztpraxen und staatlichen und bundesstaatlichen Behörden, in Stadträten und im Stab des Weißen Hauses, in Landesparlamenten, in freiwilligen Organisationen, in praktisch allen Bereichen der politischen Entscheidungsfindung im Land. Die östlichen mystischen Technologien zur Erweiterung und Transformation des persönlichen Bewusstseins. Hier kommt Yoga ins Spiel. Das Geheimnis einer Elite. Klingt wie dieses jüngste Buch, The Secret, zu dem wir eine spezielle DVD gemacht haben. Erzeugen jetzt massive Veränderung in jeder kulturellen Institution. Medizin, Politik, Wirtschaft, Bildung, Religion und der Familie. Und Tom, wir werden diese Woche keine Zeit haben, darauf einzugehen. Aber ich gebe dir die faszinierenden Verbindungen zu Drogen und zu den Leuten, die beteiligt waren. Beteiligt mit der CIA. Denn eines von den Dingen, die LSD tat, es versetzte den Konsumenten, die Person, die Acid nahm, Acid einwarf, wie man sagte, in einen anderen Bewusstseinszustand. Tom, das führte Tausende, vielleicht Millionen unserer jungen Leute, die später unsere Wissenschaftler wurden. Dave, das war meine Generation. Ja, in den Okkultismus. Schau, Tom, hier sind ein halbes Dutzend. Ich bin da nie eingestiegen und ich glaube, du auch nicht. Aber ich habe ziemlich viele Leute interviewt, die es taten. Hier sind ein halbes Dutzend Typen zusammen in einem Raum, sie werfen alle zusammen Acid. Plötzlich sind sie alle in derselben Landschaft. Sie beschreiben sie einander. Sie sind in dasselbe psychedelische Abenteuer verwickelt. Nun, wie kommt das zustande? Es gibt eine gemeinsame Quelle der Täuschung. Und ich habe Channeler auf der ganzen Welt interviewt. Und Channeler, angeblich durch einen Geistkontakt. Und was weißt du? Sie kommen alle mit demselben heraus. Und es entspricht den Lügen der Schlange im Garten. Wir haben Anthropologen. Ein Anthropologe zum Beispiel, der um die ganze Welt gereist ist und diese exotischen Pflanzen als Drogen konsumiert hat, sie getestet hat. Er sagt, sie versuchen uns etwas beizubringen, diese Wesen, mit denen wir Kontakt aufnehmen. Und natürlich ist das, wie Hexendoktoren arbeiten. Schamanen, Medizinmänner, wie immer du sie nennen willst. Sie nehmen Kontakt zu ihrem Geistführer auf. Also gut, sie versuchen uns etwas beizubringen. In der Tat tun sie das. Und wir haben eine Gruppe von Wissenschaftlern, die da voll mitgeht. Also Dave, ich muss dir dieses Zitat geben, das du im Buch hast, wieder von Marilyn Ferguson, The Aquarian Conspiracy. Sie sagt, ironischerweise war die Einführung wichtiger Psychedelika wie LSD in den 1960er Jahren weitgehend auf die Untersuchungen der Central Intelligence Agency zu diesen Drogen für einen möglichen militärischen Einsatz zurückzuführen. Experimente an mehr als 80 College-Campussen unter verschiedenen CIA-Codenamen popularisierten unbeabsichtigt LSD. Tausende von graduierten Studenten dienten als Versuchskaninchen. Bald synthetisierten sie ihr eigenes Acid. Nun, Tom, was hat das mit Yoga zu tun? Nun, ich glaube, ich habe es hier schon erwähnt. Ich werde nie eine Mutter vergessen, die zu mir sagte, nun, unser Sohn war in Drogen drin, aber jetzt ist er in Yoga drin. Gott sei Dank ist er von den Drogen weg. Und ich sagte, es tut mir leid, Sie informieren zu müssen. Drogen, das war der Kindergarten. Yoga, das ist das Graduiertenstudium.
Nun kannst du durch Yoga in einen höheren Bewusstseinszustand kommen und kontrollierter als durch Drogen, aber ich greife mir selbst vor. Zuerst müssen wir festhalten, dass wir nicht körperliche Wesen sind, die in einem körperlichen Leib leben. Da ist etwas anderes, nicht nur die Gehirnzellen, es gibt nicht körperliche Entitäten. Und so zitierte ich Robert Jastrow. Er sagte, wenn wir ihnen begegnen, könnten sie auf der evolutionären Skala 10 Milliarden Jahre weiter sein als wir. Wir werden wie Würmer wirken und sie werden wie Götter auf uns wirken. Sie werden all diese Kräfte haben, wir werden zu ihren Füßen fallen und sie anbeten. Also Dave, Jastrow sagt uns, dass Evolution, an die er glaubt, wenn wir einfach nach vorn projizieren, dass es Entitäten geben könnte, die so viel weiterentwickelt sind als wir, und wir werden wie sie sein. Und sie brauchen keine Körper mehr. Sie sind jetzt, hier sind Jastrows Worte, sie sind das, was altmodische religiöse Leute Geistwesen nannten. Nun sag uns noch einmal, wer Jastrow ist, damit das nicht irgendein Name ist, den du aufgeschnappt hast. Robert Jastrow war der Gründer und viele Jahre Direktor des Goddard Space Institute in New York, das Pioneer, Voyager und so weiter ins All hinausgeschickt hat. Ein Agnostiker? Es wäre sehr töricht, sich vorzustellen, wir seien die einzigen Geister im Universum. Nun, sie denken, dass es da draußen außerirdische Geister gibt, und ich denke, wir sind vom Yoga ein kleines bisschen weggekommen. Aber wir kommen wieder darauf zurück. Aber Tom, kannst du dir vorstellen, jetzt haben wir ernsthafte Wissenschaftler, die versuchen, psychischen Kontakt mit nicht-körperlichen Entitäten herzustellen. Was für eine Steilvorlage für Satan und seine Dämonen. Nun, ich sollte schnell hinzufügen, sie sind nicht da draußen. Es gibt Geistwesen, Engel, Dämonen, Gott, Satan und der Mensch ist ein Geistwesen, das in einem nicht-körperlichen Körper lebt. Nun, dass ein anderer Geist deinen Geist kontrollieren kann. Und ich kann dir sagen, dass die Russen versucht haben, das aus der Ferne zu tun. Und ebenso die CIA und so weiter. Das können wir ganz einfach beweisen. Hypnose. Wir haben damit experimentiert, als ich beim Militär war. Ich meine, wir konnten einen Kerl so hinlegen, dass nur sein Kopf auf einer Pritsche lag und seine Fersen auf der anderen, steif wie ein Pad. Du konntest auf ihm auf- und abspringen. Das könntest du physisch nicht. Also konnten wir jemand anderen kontrollieren. Nun, natürlich erlauben sie es uns in diesem Experiment, aber was ist mit anderen Geistern da draußen? Dämonische Entitäten. Und nicht nur Drogen, sondern Yoga ist darauf ausgelegt, Kontakt mit diesen Entitäten aufzunehmen. Und wir müssen darauf zurückkommen und darüber sprechen, Tom. Es ist zu viel, um es in einer Woche abzudecken. Für dieses Kapitel 3 im Buch.